Was geht, Leute? Yannick mein Name und willkommen zu einem neuen Video. Cyberpunk 2077 bringt nicht nur revolutionäres Gameplay mit sich, sondern auch eine unverwechselbare Optik und auch die Fashion, die die Charaktere tragen. Ich habe mal geguckt, was man findet, wenn man Cyberpunk bzw. Kleidung googelt, und das meiste davon ist nicht wirklich im Alltag tragbar oder geht dann so eher in die Richtung Cosplay. In diesem Video gucken wir uns mal an, was macht diese ganze Cyberpunk-Fashion überhaupt aus und was für Outfits kann man sich zusammenstellen, die man im Alltag tragen kann, ohne auf den Cyberpunk-Look zu verzichten. Was definiert eigentlich die Cyberpunk-Fashion? Wenn man sich die Outfits der Charaktere einmal ansieht, wird man merken, das sind eigentlich gar nicht so andere Kleidungsstücke, als wir heutzutage zur Verfügung haben oder sogar auch tragen. Das Outfit des Hauptcharakters fängt zum Beispiel mit einer normalen Bomberjacke an, hat dann aber futuristische Elemente wie halt zum Beispiel die Schulterpads oder auch der technische bzw. digitale Kragen, die halt diesen Cyberpunk-Look sozusagen erst ausmachen. Die Jeans ist einfach nur normale schwarze Jeans, so die könnt ihr auch bei Jack & Jones zum Beispiel kaufen. Aber wenn wir dann auf die Schuhe gucken, das sind zwar normale Chucks, High-Top-Chucks, aber haben halt auch nochmal dieses orange Detail unten an der Sohle, was man halt heutzutage auch nicht findet, aber darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Wenn man sich viele Charaktere in dem Spiel einmal ansieht, wird man merken, die Outfits bestehen meistens aus 1 bis 3 Farbtönen, die wirklich sehr gut zueinander passen, aber es gibt dann oft ein Element, welches farblich einmal komplett heraussticht. Das ist dann sozusagen auch der Wiedererkennungswert des Charakters und definiert diesen Charakter auch, wie zum Beispiel die rosa Haare bei der guten Lizzie Wizzy. Besonders wenn man sich verschiedene Charakterkonzepte ansieht, wird man merken, auf Funktionalität darf hier ebenfalls nicht verzichtet werden in der Kleidung. Man ist hier wirklich in einer Umgebung, in der einfach alles passieren kann, von einer Schießerei bis hin zu einer Prügelei, man muss lange Strecken laufen oder einfach Dinge mitnehmen, die man auf dem Weg findet. Heißt, Sachen wie eingebaute Taschen, Schützer oder einfach nur High-Performance-Materialien dürfen auch hier in der Kleidung nicht fehlen und spielen wirklich eine große Rolle. Ein Aspekt, der ebenfalls nicht fehlen darf, wenn ihr euch so kleiden wollt: in dem Game selber spielt der Begriff Individualisierung wirklich eine sehr, sehr große Rolle. Heißt, wie gesagt, wie auch eben angesprochen, die farblichen Elemente machen wirklich den Charakter aus. Und wenn ihr euch jetzt so kleiden wollt oder euch ein Outfit zusammenstellt, jetzt nicht unbedingt direkt vom Game kopieren, sondern lasst euch von dem Game inspirieren. Aber wenn ihr dann sagt, hey, ich habe da eine Hose in zum Beispiel blau, die sieht super, super sick aus, ist vielleicht nicht aus dem Game, aber wird in das Outfit reinpassen, dann nehmt sie dazu. Nehmen wir mal an, ihr wollt euch wie der Hauptcharakter kleiden. Dann habt ihr als Jacke einfach eine normale Bomberjacke. Da könnt ihr die MA1 Air Force von Alpha Industries zum Beispiel nehmen, oder wenn es etwas futuristischer und auch brutalistischer sein soll, die Esquita Bomberjacke von Enfant Levé. Die hat dann auch noch ein paar futuristische Elemente sozusagen eingebaut, wie der Jacket Sling, die Floating Pocket, ein Hidden Zipper etc. Aber ist auch komplett aus Stotz Ether-Proof gemacht, heißt, ihr müsst da vor Wind und Regen wirklich gar keine Angst haben. Als Hose, wie gesagt, einfach eine normale Jeans. So, da könnt ihr die Clark Original von Jack & Jones nehmen in schwarz, fertig ist. Und Schuhe habt ihr da dann die Chuck Taylor High Top. Die haben halt standardmäßig unten diesen schwarzen Strich an der Sohle. Den kann man bestimmt auch irgendwie, ja, customizen oder übermalen, dass man den halt orange hat wie der Hauptcharakter. Und ja, schon habt ihr ein Outfit fertig und seht aus wie der Hauptcharakter im Game. Falls ihr aber eher ein futuristisches Outfit haben wollt, kommt ihr um die Marke Acronym wahrscheinlich nicht herum. Da haben wir zum Beispiel die J1B GT von Acronym mit 9 verschiedenen Taschen, gemacht aus Gore-Tex Pro und Features wie Gravity Pocket im Arm oder auch der Jacket Sling hier. Also fast schon Futurismus pur eigentlich in der Jacke selber drin. Wenn man auf Hosen guckt, hat man da die Qual der Wahl. Also solange es eine Cargo Pants ist, sollte sie eigentlich in das Outfit reinpassen, solange es jetzt nicht zu casual aussieht, wie jetzt zum Beispiel eine Slim Fit Cargo Pants. Also ich habe hier die Refraction Pants von Right Division genommen, da finde ich die Tasche wirklich sehr, sehr gut platziert. Aber man kann natürlich auch hier wieder von Acronym Sachen nehmen, wie die P31A DS mit den sehr, ja, hervorstechenden großen Taschen. Sieht trotzdem im Gesamtoutfit wirklich sehr, sehr nice aus. Bei Schuhen muss man da schon gucken. Also ich persönlich würde da eher auf High-Performance Stiefel ausweichen anstatt Sneakern. Aber weil Stiefel nochmal deutlich mehr aushalten als Sneaker natürlich. Plus sie sind meistens wärmer, dadurch, dass sie gefüttert sind, halten wie gesagt mehr Außenrohr Terrain und sind oft auch deutlich wetterfester als Sneaker. Da haben wir als Beispiel die Salomon Outblast Thinsulate. Da seid ihr wirklich mit einem sehr futuristischen Look dabei und auch komplett wetterfest. Wenn es aber wirklich nur um den Look gehen soll sozusagen, dann könnt ihr euch die Acronym X-Nike SF Air Force One einmal angucken. Sehen wirklich sehr, sehr sick aus und würden auch in ein sehr futuristisches Outfit reinpassen. Generell würde ich bei dem Outfit auch beachten, dies in 1 bis 3 Farbtönen zu halten, die dann aber auch sehr nah beieinander liegen. Also es muss nicht unbedingt alles schwarz sein, aber trotzdem Dunkelfarben, die wirklich sehr, sehr nah beieinander liegen, schwarz, grau oder halt verschiedene Grüntöne zum Beispiel oder verschiedene Blautöne würden gut zueinander passen, damit ihr halt diese futuristische Silhouette erzeugt, weil wenn ihr da jetzt zum Beispiel ein grellblaues Ding reinpackt, dann sieht das nicht mehr ganz so futuristisch aus.
Dann habe ich nochmal geguckt, okay, was für ein Outfit kann man sich zusammenstellen, wenn man wirklich diesen, ja, sehr dollen Cyberpunk-Look haben möchte. Also man stellt sich ein Outfit zusammen und Leute gucken sich das an und denken, yo, Alter, Cyberpunk. Da gibt es dann zum Beispiel die Long Down Jacket QK2761 von Krakatau aus der neuen Krakatau X Kaspersky Collection. Die Jacke ist wirklich sehr, sehr interessant. Ist halt außen komplett schwarz, aber das Innenmaterial ist halt dieses grellgrüne. Und wenn ihr diese Jacke mal nicht mehr tragen möchtet oder euch zu warm ist, könnt ihr die wie eine Art Rucksack schon fast tragen mit diesen Slings. Fand ich ein sehr, sehr nices Design. Aber auch die T-Shirts und Hoodies aus der Collection lassen sich customizen. Man kann da von einem Bot ein paar Fragen beantworten und der schmeißt einen dann ein Muster drauf, welches man auf diese Pieces draufpacken kann. Sieht wirklich sehr, sehr sick aus. Bei Hosen kann man die Cargo Pants von eben nehmen aus den futuristischen Outfits. Ich habe jetzt damit halt dieses Extravagante nochmal da, ist auch in der Hose. Die Kappa X Cyberdog Cyberjoggers sind halt eher Rave Pants, aber würden, glaube ich, zum Overall-Look einfach sehr, sehr passen. Wenn wir auf Schuhe gucken, die ganze ISPA Collection von Nike passt hier eigentlich perfekt. Also hier haben wir die Nike ISPA Flow 2020 SE, passen vom Grünton einfach perfekt zur Jacke. Aber auch die ganze ISPA Collection von Nike kann ich euch wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Haben sehr, sehr, ja, Cyber-Looking Hosen, aber auch Oberteil zum Beispiel. Was generell ein Outfit auch nochmal deutlich besser aussehen lässt und hochwertiger auch aussehen lässt, ist Schmuck. Da gibt es zum Beispiel die Marke Vitelli, die ich ja in meinen letzten Videos auch schon erwähnt habe. Von denen sind meine Kette, aber auch meine Ringe zum Beispiel. Und die beschreiben sich selber als genderless und experimental und haben auch sehr, sehr futuristische Artikel dabei, wie die Glitch-Kette, die Byte-Kette, aber auch der neue Reset-Ring zum Beispiel. Also diese Dinge würden wirklich sehr, sehr gut ins Cyberpunk-Outfit reinpassen und generell hat Vitelli für jeden etwas dabei. Man kann natürlich auch sowas wie Sonnenbrillen als Schmuck ansehen, beziehungsweise als Accessoires. Da gibt es dann zum Beispiel die Radarbrille von Oakley oder die Jawbreaker von Oakley. Bei diesen Brillen muss man aber vorsichtig sein, die sind halt schon so auffällig, dass sie fast schon vom Gesamtoutfit ablenken können. Da muss man dann wirklich gucken, okay, nimmt man da vielleicht eine etwas schlichtere Brille als jetzt diese krass auffälligen Dinger. Und ein Geheimtipp von mir, wenn ihr für Schmuck und Accessoires sucht, für eure Cyberpunk-Outfits, checkt mal Rave-Shops ab, wie zum Beispiel cyberdog.com. Die haben wirklich sehr, sehr coolen Schmuck dabei, auch vom Farblichen her wirklich sehr, sehr passend zum Cyberpunk-Genre. Auch natürlich viel Schmuck für Frauen, aber I mean, who cares? Solange es gut aussieht im Outfit, ist egal, ob es jetzt Männer- oder Frauenschmuck ist. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, wenn ihr auf der Suche nach Cyberpunk-Fashion oder Kleidung wart oder einfach nur ein paar Ideen brauchtet, was eure Outfits angeht. Haut mir doch mal gerne in die Kommentare, welches der heutigen Outfits würdet ihr euch zulegen? Das Outfit des Hauptcharakters, das futuristische Outfit oder das extravagante Cyberpunk-Outfit? Nächste Woche gibt es wahrscheinlich ein Video über die ganzen Subgenres von Techwear. Heißt Lunacore, Greyman, Tech Ninja und den ganzen Kram erkläre ich euch alles in einem Video. Und die Woche danach gibt es hoffentlich ein sehr, sehr Special Review. Kommt darauf an, ob der Artikel bis dahin angekommen ist. Über ein Like und Abo würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein! Auch wieder ein großes Dankeschön an die ganzen Kommentare unter dem letzten Video. Es war wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, was für eine Meinung ihr habt gegenüber so einem unkonventionellen Schuh. Deswegen hier auch wieder ein großes Dankeschön an Ashia Shamsi, Marvin Galliano, Sumatch Black, Playground Labs, BJam, Yata030, Grandlos, Catherine Mack, 3am und Mr. Denkeberg. Dankeschön.